Wir haben für euch das Thema Soundanlage im Hyundai i30 nochmal aufgearbeitet. Es gibt neue Kabelbäume, es gibt neue Hochtoneinrichtungen, es gibt neue Lautsprecher und eine DSP-Endstufe mit Subwoofer. Bleibt dran, wir klären alles in diesem Video. Ein herzliches Dankeschön übrigens an die Firma Auto Steker in Memmingen. Das ist der Hyundai-Partner für den Raum Allgäu. Da könnt ihr natürlich jederzeit mal vorbeischauen. Die freuen sich auf deinen Besuch. Wenn du dich für Hyundai interessierst, kannst du bestimmt eine Probefahrt machen. Die Firma hat uns das Fahrzeug zur Verfügung gestellt und dafür einfach nochmal Dankeschön. Fangen wir also ganz von vorne nochmal an mit dem Hyundai i30. Da gab es in der Vergangenheit schon mal ein Video von uns. Und da gab es dann doch immer wieder mal Themen, bei uns passt es nicht richtig. Irgendwie klingt es anders, wie ihr das denkt im Video, dass es sein sollte. Und das lag daran, dass Hyundai bei diesem Fahrzeug, mit diesem Autoradio immer wieder andere Softwarepakete benutzt hat, was das Soundfile betrifft, also die Einstellungen für den Sound in diesem Fahrzeug. Wir stimmen einmal sowas ab für unsere DSP-Endstufe, die wir nachrüsten und sagen dann, okay, für dieses Fahrzeug haben wir das jetzt abgestimmt, es läuft alles super toll. Und der nächste hat eine andere Software drauf. Und die Software unterscheidet sich eigentlich immer nur in Allpassfiltern, die für die Laufzeitkorrektur, also Soundeinstellungen, da ausschlaggebend sind. Und weil wir jetzt mittlerweile wissen, wie wir mit diesen Allpassfiltern umgehen, lassen wir diese Allpassfilter drinne und werden die auch nicht verändern und auch nichts in der Laufzeitkorrektur ausnahmsweise, weil Hyundai mit der Laufzeitkorrektur und diesen Allpassfiltern tatsächlich eigentlich schon alles, was den Sound betrifft, recht gut eingestellt hat und wir gar nicht nachjustieren müssen. Dann verändern wir auch in Zukunft keine Basisfiles so, dass sie zum Schluss mit einer anderen Software auf einmal wieder anders klingen, sondern alle in die gleiche Richtung arbeiten. Wir kümmern uns um mehr Leistung für die Lautsprecher und kümmern uns natürlich um das Ergänzen eines Subwoofers, weil unsere Standard-Soundanlage von Hyundai für den i30 überhaupt noch gar keinen Subwoofer integriert hat. Also, und das ist essentiell für geilen Sound. Unsere Endstufe kann natürlich viel mehr als nur mehr Leistung mit 6x60 Watt RMS-Leistung. Deswegen haben wir natürlich noch zusätzlich das Equalizing für die Lautsprecher perfekt trotzdem angepasst, auch wenn wir die Originalfilter von Hyundai quasi gar nicht anrühren und erst versuchen zu entzerren quasi. Und deswegen haben wir an der Endstufe nicht allzu viel Veränderung gemacht, damit ihr immer einen geilen Sound habt, egal welche Software euer Fahrzeug im Fahrzeug beinhaltet. Das Einzige, von was ihr dann unterscheiden müsst beim Kauf der Endstufe bzw. den Sets, die wir euch gleich anbieten, ist, ob ihr das Grundmodell fahrt, also von 2017 bis 2020, oder das erste Facelift von 2020 bis 2024 oder eben sogar das zweite Facelift ab 2024. Da werden wir euch verschiedene Sets zur Verfügung stellen, damit die Software letzten Endes auf die verschiedenen Basisvarianten vom Fahrzeug perfekt sind. Wir stellen euch jetzt die Komponenten so vor für Fahrzeuge, die ohne Hyundai Soundsystem ausgestattet sind. Also das heißt Standard, einfach vorne Lautsprecher, hinten Lautsprecher, sonst nichts. Und wir haben speziell, also jetzt kommt echt so ein kleiner Lichtblick für das Fahrzeug, Hochtonaufnahmen für euch, die jetzt aufgesetzt werden, die erstens mal geiler ausschauen und zweitens mal den Effekt haben, dass der Hochtöner, der im Originalgitter unterhalb des Gitters sitzt, und da schon wie so ein kleiner Tunnel nach oben den Sound an die Windschutzscheibe reflektiert. Das ist alles so richtig unschön. Und weil wir einen sehr guten Hochtöner hier verwenden, haben wir den so aufgesetzt, dass der einen direkt anstrahlt. Also was heißt direkt? Den haben wir natürlich so eingemessen, dass es rechts und links gleich ausschaut und dass es auch für einen Beifahrer und für einen Fahrer den gleichen Musikgenuss mit sich bringt. Unsere Hochtöner Aufnahmen sind ja so Kunststoffelemente
Und jetzt muss ich dazu sagen, wir haben die allerersten Soundsets mit dem Hochtöner schon ausgeliefert, noch in der Originalversion, wie wir sie erst bekommen gehabt haben, und haben dann festgestellt, ein bisschen matter wäre schon echt geil. Ab sofort, was jetzt ausgeliefert wird, ist mit einem matten Bereich oben drauf. Das heißt, es integriert sich optisch noch schöner, eigentlich schon wirklich fast perfekt. Das wollte ich nur an der Stelle sagen, dass ihr keine Angst haben müsst, dass irgendwas zu sehr glänzt auf dem Armaturenbrett. Ab sofort ist alles ganz matt. Lautsprechertechnisch haben wir jetzt neue Lautsprecher in der Türe drin. Ist ein 16 cm Mitteltiefton-Lautsprecher, wo alles komplett vorbereitet ist, anzuschrauben, in die Originallöcher natürlich anzustecken am originalen Stecker. Und das gleiche gilt für die hinteren Lautsprecher genauso. Wir zeigen euch nochmal, wie man die Lautsprecher hier im Einzelnen zusammenbaut. Das ist eigentlich ganz easy, weil nur die 5 Schrauben dabei liegen pro Lautsprecher, die wir jetzt in den Rahmen mit dem Lautsprecher verbinden und zum Schluss den Dichtring hier mit in diese Nut mit einkleben. Dann ist der Lautsprecher ja schon fertig. Und das gleiche gilt natürlich für den vorderen Lautsprecher, aber so schaut der fix und fertig installationsbereit aus. Und wir legen euch auch das passende Werkzeug mit dazu, damit ihr die Installation super easy vornehmen könnt. Als nächstes haben wir eben unsere besagte DSP 6 Endstufe. 6 x 60 Watt RMS-Leistung. Das heißt, wir haben für vorne 60 Watt rechts und links, also 2 x 60 Watt rechts und links, hinten rechts und links jeweils 2 x 60 Watt und für den Subwoofer dann 120 Watt. Und das ist schon echt eine Leistung, die euch ziemlich begeistern wird bei minimalsten Installationsaufwand. Unsere DSP 6 Endstufe ist so klein, die kann man halt ganz easy in versteckten Löchern unterbringen. Das zeige ich euch in diesem Video. Das ist also eben für die Installation easy, easy, easy. Unser Kabelkit sorgt dafür, dass wir alle Stromabgriffe und Soundabgriffe bereits mit diesem Verwenden des Kabelbaums hier alles schon erledigt habt. Das heißt, ihr müsst hier keine Kabel abzwicken, ihr müsst keine neuen Kabel an die Batterie legen oder irgendwie sowas. Unsere Endstufe hat so einen hohen Wirkungsgrad, dass die Leistung, die sie ausgangsseitig bringt, nicht so viel Eingangsstrom braucht wie herkömmliche Endstufen, die einfach viel mehr Uneffizienz in dem ganzen Bereich drin haben, aber die ist hochgradig effizient. Und deswegen können wir uns sparen, ein eigenes Kabel bis zur Batterie zu legen, sondern das Stromkabel ist bereits hier in dem Kabelbaum fertig mit integriert. Dann brauchen wir nur noch das Subwoofer-Kabel, das wir einmal von der Endstufe, die werden wir vorne unter dem Armaturenbrett unterbringen, bis zum Subwoofer in den Kofferraum legen. Das ist also alles bei dem Fahrzeug jetzt wenig ein Problem. Und den Subwoofer, den können wir jetzt in die Reserveradmulde mit integrieren. Das ist ein passiver 25 cm Subwoofer im Bassreflexgehäuse. Der macht echt geilen Schub, auch einen richtig tollen Tiefbass. Und alles zusammen gibt verschiedene Sets für euch. Set V1 besteht aus unserer DSP 6 Endstufe, dem Kabelbaum, eine passende Pegelfernbedienung für den Subwoofer, den ihr praktisch bei V1 selber euch entscheiden könnt, welchen Subwoofer ihr hier mit integriert. Und wir haben auch das passende Subwoofer-Kabel, das ihr bis in den Kofferraum legt, aber das ist V1 und konzentriert sich auf das Ergänzen der Endstufe, die im Mode 1 sich auf die Original-Fahrzeug-Lautsprecher konzentriert und da quasi auch schon das erste Chip-Tuning stattfindet. Das heißt, wir lassen die Lautsprecher an der Stelle von Hyundai erstmal drin und ergänzen praktisch bloß mehr Power, machen Chip-Tuning mit Easy Installation und ihr könnt euren Subwoofer der Wahl quasi dranhängen. Der sollte aber mindestens eine Abstoßimpedanz von 2 Ohm haben, also nicht weniger, 2 oder maximal 4 Ohm, dann haben wir das beste Ergebnis. Deswegen gibt es aber jetzt auch die Variante V2,
Da ist dann der Subwoofer gleich mit integriert. Ihr kauft praktisch das komplette Set, ohne dass ihr die Lautsprecher vom Fahrzeug wechseln müsst. Aber neuer Sound, neuer Subwoofer ist die Variante V2. Da ist dann bereits auch unsere Tasche mit dabei, damit ihr das Kleingedöns, was in der Kofferraummulde sich befindet, auch gleich ordentlich verpacken könnt und vibrationsfrei und so weiter im Kofferraum verstauen könnt. Die V3 besteht jetzt quasi aus Endstufe, Subwoofer und Frontlautsprecher-Set und passende Dämmung, und zwar für das Frontlautsprecher-Set 2 Dämmmatten, Alubutyl und eine Dämmmatte für Dämmschaum und natürlich das passende Werkzeug, und da braucht ihr dieses Spezialwerkzeug, um die originalen Hochtöner überhaupt ordentlich zu demontieren, und wir legen euch auch ein Remover-Tool dabei und ein Torx-Set. Und die Variante V4 bezieht sich dann noch auf die Hecklautsprecher. Die sind dann bei V4 auch noch mit installiert. Das sind Koaxiallautsprecher, weil hinten kein separater Hochtöner zu finden ist, sondern der Hochtöner bereits hier jetzt in unserem neuen Lautsprecher integriert ist, was beim Originallautsprecher nur ein Breitbandlautsprecher ist, also keinen richtig schönen filigranen Hochton macht. Unsere machen das mit, und das wäre dann die Variante V4, natürlich auch mit der passenden Dämmung von einer Dämmmatte für hinten, weil die Türe etwas kleiner ist, und ebenfalls eine komplette Dämmschaummatte für die beiden Türen hinten. All diese Sets findet ihr jetzt bei uns im Webshop. Da könnt ihr euch nochmal das raussuchen, was für euch am besten geeignet ist. Bevor wir anfangen, am Fahrzeug irgendwas zu machen, empfiehlt es sich natürlich, das Fahrzeug erstmal stromlos zu machen, und das können wir einfach, indem er den Massepol wegschraubt. Fangen wir mit der Version 1 an, also V1, das heißt das Ergänzen der Endstufe an das Autoradio. Das bedeutet, wir müssen hier auch an das Autoradio dran, um unseren Kabelbaum anzuschließen. Da wir ja nur alles hin und her stecken, ist die Installation sehr einfach. Aber dazu müssen wir jetzt trotzdem das Autoradio so weit deinstallieren, dass wir an die Stecker vom Autoradio tatsächlich drankommen. Und dazu können wir den Türgummi an der Seite ein bisschen weghängen und die seitliche Klappe mit dem Remover-Tool weghebeln und auf die Seite kippen. Darunter befindet sich jetzt eine Schraube für diese vordere Leiste, und wenn wir die gelöst haben, können wir von der Seite mit dem Remover-Tool reinfahren und so langsam aber sicher bis zur Mitte die ganze Leiste komplett entklippen und in der Mitte den Stecker abstecken und auf die Seite legen. Danach sehen wir 2 Schrauben unterhalb des Lüftungsschachts, die lösen wir. Dann können wir den ganzen Lüftungsschacht auch schon rausnehmen, und jetzt sind noch unten 2 Schrauben dran, die bereits mit diesen 2 Schrauben das Autoradio festhalten. Die lösen wir. Hinter dem Display ist eine Kunststoffabdeckung, die wir mit dem Remover-Tool wegklippen können, und darunter befinden sich ebenfalls wieder mal 2 Schrauben, und allesamt sind hier an der Stelle Kreuzschlitzschrauben. Am besten legt ihr jetzt ein Mikrofasertuch oder irgendein anderes Tuch drunter, dass wenn wir das Display jetzt hier rausnehmen, wir können das jetzt hier runterlegen, ohne dass jetzt hier was verkratzt, und können bereits die 2 Stecker hier abstecken. Unseren Kabelbaum können wir jetzt hier anstecken, so wie es einfach nur passen kann, und stecken jetzt quasi unseren Anschlussadapter, unseren Kabelbaum zwischen rein, ohne dass wir irgendwas abzwicken müssen oder beschädigen müssen, sondern hier bleibt alles, wie es ist. Und wir haben jetzt bereits die Stromversorgung und die Signalkabel vom Autoradio auf unserem neuen Stecker, wo jetzt unsere Endstufe gleich angeschlossen wird. Und zurück zu den Lautsprechern. Also das heißt, wir haben hier quasi alles in einem erschlagen, und das Kabel müssen wir jetzt noch in den Fußraum runterziehen. Dazu legen wir unser Kabel hier hinten durch, dass das hier beim Radioeinbauschacht nicht im Weg umgeht. Und so, da sind wir eigentlich schon soweit durch, und jetzt nehmen wir diese Kabelpeitsche, und wenn ihr hier unten drunter irgendwie Licht reinlegt, eine Taschenlampe, dann seht ihr auch von oben bereits, in welche Richtung ihr müsst, und da kann man das Kabel ganz entspannt bis nach unten legen und einmal durchreichen. Da ist es nämlich schon. So. Voilà, hier ist das Kabel, und wir können jetzt
oben schon wieder alles zurückbauen. Das Reinadaptieren unseres Kabelbaums wird wahrscheinlich so eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht jemand, der sich Zeit lässt und sagt, hey, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, 30, 40 Minuten, aber dann seid ihr eigentlich schon so weit wie jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt noch das Subwoofer-Kabel nach hinten legen. Das machen wir, indem wir das Seitenteil hier an der Seite wegklippt nach oben raus. Das vordere Teil kann man genauso einfach nur wegklippen. Das hintere Teil im hinteren Einstieg machen wir genauso raus. Da ist die Sitzbank nach oben zu nehmen. Da unten drunter sind noch 2 Kreuzschlitzschrauben, die müssen wir vorher lösen. Dann können wir die genauso nach oben raus machen. Und die B-Säulenverkleidung können wir ganz am unteren Ende ein bisschen nach vorne drücken, dann löst die sich schon. Und jetzt können wir das Kabel von ganz vorne bis ganz nach hinten in den Kofferraum unter der Rücksitzbank mit der Hand durchreichen und dann haben wir das Kabel für den Subwoofer ebenfalls schon verlegt. Den Kofferraum-Ladeboden können wir jetzt einmal komplett rausnehmen. So. Und den Reserveradenmulden-Einsatz, den nehmen wir jetzt mal komplett raus. Ha! Leute, jetzt ist mir auch gerade ein Fehler passiert. Bei der Produktvorstellung habe ich euch den falschen Woofer gezeigt. Das ist gar nicht der richtige, weil wir brauchen den Drive 10 Flat BRP. Warum? Weil wir haben ja das Notrad hier drin in der Reserveradenmulde und wer den unteren Ladeboden nutzen möchte, braucht die Flat-Version. Aber Leute, alles, was ich bisher gesagt habe, trifft ganz genauso zu, nur dass der jetzt flacher ist. Und es ist auch ein Bassreflex und es ist auch ein 25 cm Subwoofer im Bassreflexgehäuse, das auch echt vom Subwoofer her mega ist. Der Woofer kann nur so flach gebaut werden, weil der Woofer an sich schon einen Neodym-Antrieb hat. Der ist so ultra flach, dieser 25 cm Subwoofer, dass es nur mit diesem hochwertigen Woofer möglich ist, dieses flache Gehäuse passend für solche Fahrzeuge zu bauen. Also alle Versionen V1, V2, V3, V4, also V1 eigentlich nicht, da ist gar kein Subwoofer dabei, aber alle anderen Versionen haben automatisch den Flat-Woofer integriert und wir reden jetzt nicht mehr über den normalen, der aber eigentlich genau das gleiche ist, nur etwas höher. So, und jetzt kommen wir zum Anschluss. Wir haben jetzt an unserem Subwoofer, machen wir mal so, den Anschluss als Doppelterminal. Das heißt, wir stecken jetzt mit unserem Molex-Stecker, der an unserem Subwoofer-Kabel integriert ist, den Stecker direkt auf den 0 Grad Phasenanschluss. Das heißt, das ist der obere. Ihr könnt den rein theoretisch auch direkt hier unten anschließen. Dabei geht nichts kaputt. Ihr könnt euch das anhören. Das ist die Phase zum Front- und Hecklautsprechersystem. Wenn ihr einfach mal kurz reinhört, wenn dann alles angeschlossen ist, könnt ihr das hin und her stecken und sagen, hey, so gefällt es mir vielleicht besser. Das ist up to you, aber eigentlich ist meine Abstimmung hier bei 0 Grad Phase und wir können den Subwoofer jetzt einfach hier anlegen und mit der Gewindestange hier direkt in dem passenden Loch fixieren und festmachen. Und das war es dann schon für den Subwoofer.
Und da passt dann auch unsere Heckbodenklappe auch wieder so rum rein, dass alles wieder zugeht und der Subwoofer hier drinnen schön arbeiten kann. Wer nicht den Woofer verwendet, sondern eben sich für die V1-Version ohne Subwoofer entscheidet, der hat ja jetzt dieses Kabel und der könnte jetzt welchen Woofer auch immer er möchte anschließen. Es ist nur darauf zu achten, dass minimal 2 Ohm angeschlossen werden, das heißt Abschlussimpedanz. Wenn ihr das Kabel jetzt hier trennt, und zwar so circa 10 cm vom Stecker weg, bleiben nur 2 Kabel übrig. Eins ist Plus und eins ist Minus. Und das sind die 2 Kabel, die ihr später braucht, wenn ihr einen anderen Woofer anschließt, der nur 2 Anschlüsse hat, ein Plus und ein Minus. Das blaue ist Plus, das blaue mit dem schwarzen Strich ist Minus. Übrigens legen wir euch ja diese Trunk Bag mit in den Lieferumfang mit bei. Da könnt ihr dann auch die ganzen Sachen, die ihr so in diesem Reserveradbereich drin habt, auch unterbringen und schön verstauen, dass euch das alles nicht irgendwo einzeln im Kofferraum rumliegt, sondern ihr einfach wieder Ordnung habt und das Ganze hier schön in einer Tasche habt, die ihr eben in den Kofferraum stellen könnt oder da, wo noch ein Plätzchen ist. Jetzt müssen wir nur noch die Endstufe anstecken und zwar genau mit den 2 Steckern, die wir einfach zur Verfügung haben. Die passen gar nicht verkehrt, sondern können nur richtig passen. Und an der Stelle hier können wir noch die Fernbedienung für den Pegel des Subwoofers mit anschließen. Den können wir eventuell im Handschuhfach unterbringen oder wo es euch am liebsten ist. Da könnt ihr selber ein Plätzchen finden. Und jetzt können wir an der Seite hier diesen Deckel abnehmen, indem wir den hier vorne entklippt und dann zur Fahrgastzelle hin aus der letzten Verankerung hinten rauszieht. Und jetzt sehen wir schon unten drunter diese große Öffnung, wo wir die komplette Endstufe samt Kabel dahinter unterbringen können und den Deckel anschließend auch wieder drauf machen können. Aber vorher zeige ich euch noch 2 nicht ganz unwesentliche Sachen. Wir haben an der Endstufe noch den Mode-Schalter und zwar auf 1 oder auf 2. Den 1 verwendet ihr, wenn ihr die originalen Hyundai-Lautsprecher verwendet. Und 2 verwendet ihr dann, wenn wir die Option-Lautsprecher nachrüsten, also das, was wir jetzt dann auch machen, das ist dann V3 und V4, da passt dann das passende Equalizing dazu, also das switchen wir hier mit hin und her. Und wenn ihr die Pegelfernbedienung hier nicht installieren möchtet, dann könnt ihr über den Control-Regler 2 den Pegel des Subwoofers ebenfalls hier einpegeln. Und wenn ihr die Endstufe dran macht, dann dreht ihr den einfach auf Vollrechtsanschlag auf, weil ihr könnt dann über die Fernbedienung ebenfalls wieder zurückdrehen, wenn ihr möchtet. Control-Regler 1 ist in der Variante, wie wir es hier jetzt verwenden, gar nicht belegt. Als letzten Step für die Installation der Endstufe müssen wir noch an unseren Sicherungshalter ran und suchen uns von links unten, gehen wir 4 nach oben, da ist eine 15 Ampere Sicherung drin. Wir legen euch in das Set eine 20 Ampere Sicherung mit rein. Das ist für den Kabelquerschnitt, was für dieses Fahrzeug hier verlegt ist, für das Autoradio, wo wir unseren Strom abgreifen, völlig okay, diese 5 Ampere nach oben zu gehen. Und die tauschen wir einfach aus gegen die 20 Ampere, weil die 15 Ampere könnte bei manchen Basspassagen, wenn ihr ganz, ganz extrem laut hört, tatsächlich durchfliegen und dann habt ihr einfach die 20 Ampere Sicherung gleich parat, die ihr dort einsteckt. Aber bitte keine noch größere Sicherung dort einsetzen. Kommen wir zu den Hochtönern, zu den obergenialen neuen Austausch-Hochtönern. Dazu müssen wir aber jetzt das originale Gitter entfernen und das kann man nicht wirklich von oben machen. Deswegen war beim letzten Video, wo wir gemacht haben, auch schon unser Spezialwerkzeug im Einsatz. Ihr kriegt dieses Gitter nicht kratzerfrei oder irgendwie sowas raus, wenn man von oben anfängt, das rauszuhebeln. Deswegen kommt dieses Spezialwerkzeug zum Einsatz, das wir jetzt von der Seite her einführen können, von dem Deckel, den machen wir halt wieder mal weg. Und wir fahren jetzt von unten rein und müssen einen speziellen Punkt erwischen, wo wir dann nach oben drücken können. Und dann können wir auch das Gitter vollends abziehen. Was ich jetzt also gerade gemacht habe, ist mit dem Stift hier von unten genau an diese Position zu kommen, links von dem Hochtöner, um das Gitter hier hoch zu drücken. Ja? Solltet ihr irgendeinen anderen Punkt erwischen, dann lupft ihr nur diese Gesamteinheit hoch, das merkt ihr auch gleich. Und wenn ihr den richtigen Punkt habt, dann merkt ihr, dass auf einmal nur das Gitter sich nach oben bewegt und dann können wir es auch wegnehmen. Jetzt können wir mit einer 8er Nuss
die 2 Schrauben lösen und auch den ganzen Hochtöner dann rausnehmen und abstecken. Den neuen Hochtöner macht ihr bitte jetzt gleich wieder dran und steckt den zumindest mal an. Jetzt ist Ruhe. Wenn ihr es nicht macht, dann kann es sein, dass das Kabel hier ein bisschen reinfliegt und blöd zum Rausholen ist. Deswegen gleich anstecken, habt ihr den Schmerz gleich weg. Jetzt zeige ich euch den Grund, warum ich euch unbedingt die Variante V3 empfehle mit dem Austauschen der Hochtöner. Weil erstens, der Hochtöner hier, das ist wirklich ein ganz einfacher Hochtöner. Das ist so eine kleine Schreimaus, der nicht besonders gut klingt. Und der muss jetzt noch durch diesen Trichter, der wird ja hier aufgesetzt, über diesen Trichter hier raus und verteilt dann praktisch das, was da noch rauskommt, über die Windschutzscheibe zu meinem Ohr. Und jetzt haben wir unsere neuen Hochtöner, die bereits hier so aufgesetzt sind, wo der hier unten drin wäre, strahlt uns quasi dieser neue 25 mm Gewebe-Kalotten-Hochtöner direkt an und kann seinen Schall unvermittelt zu mir bringen. Das bringt eine unglaublich geile Bühne mit sich, viel Gelassenheit im Hochton und es klingt einfach richtig schön harmonisch. Und das Gerät können wir jetzt mit dem Kabel hier reinmachen und von oben wieder genauso reinklicken lassen, wie es mit dem Originalgitter war. Das hebt ganz genauso. Und wenn wir mal jemals den Hochtöner wieder rausmachen möchten, geht es jetzt sogar noch leichter, weil ja jetzt praktisch das ganze Loch frei ist, wo der Hochtöner ursprünglich drin war, um diesen Hebel nach oben zu setzen. Übrigens auf der Fahrerseite spiegelt sich das Ganze wieder. Das heißt, wir haben das hier drüben wegzumachen, genau an der gleichen Position, bloß eben spiegelverkehrt und können da jetzt auch unseren neuen Hochtöner installieren. Unser Austausch-Tieftöner befindet sich genau an dieser Stelle, deswegen müssen wir die Türverkleidung entfernen. Dazu können wir in dieser Griffmulde den Gummi auf die Seite nehmen und komplett rausmachen. Darunter verbirgt sich eine Kreuzschlitzschraube, die lösen wir und können jetzt mit dem Remover-Tool einmal ringsrum bereits alle Clips lösen und die Türverkleidung nach oben rausnehmen und den Bautenzug vom Griffhebel abnehmen und die Stecker abstecken und die Türverkleidung auf die Seite tun. Und dann können wir auch schon unseren 16 cm Original Tieftöner mit den 4 20er Torx entfernen. Leute, übrigens könnt ihr natürlich auch die Lautsprecher tauschen, ohne gleich die Endstufe oder den Subwoofer zu installieren. Der Tausch der Lautsprecher bringt alleine schon mehr Räumlichkeit und mehr Auflösung im Hochtonbereich und ein bisschen mehr Kickbass und im Gesamten natürlich ein bisschen mehr Bass, weil die Antriebe doch ganz schön ordentlich sind von den Option-Nachrüstlautsprechern. Das könnt ihr natürlich auch einzeln machen. So richtig Power gibt es natürlich erst, wenn die Endstufe dabei ist. Also Leute, vielleicht hier auch so erkennbar, der Tieftöner vom Original Hyundai Lautsprechersystem ist natürlich allein, was den Antrieb, also den Magneten hier betrifft, schon eine Kleinigkeit gegenüber unserem neuen Antrieb aus unserem Option i30 Frontsystem, das wir jetzt mit den gleichen Schrauben wieder montieren könnten, aber jetzt kommen wir natürlich erst zur Türdämmung. Wer das mitmachen möchte, ich empfehle es. Wir können hier pro Türe eine Alubutylmatte verwenden. Dazu machen wir ungefähr so 1/3 der Matte, können wir an die Außenhaut kleben, wo wir jetzt ganz gut drankommen durch den Schacht vom Lautsprecher. Den Dichtring, der beim Lautsprechersystem mit dabei liegt, den klebt er jetzt von hinten schön gleichmäßig und rund auf die Kunststoffplatte drauf. So. Und jetzt können wir den Lautsprecher wieder genauso montieren mit den gleichen Schrauben, wie wir den Original-Lautsprecher wegmontiert haben.
Die Außenfläche, die können wir relativ schlecht dämmen. Da können wir vielleicht noch ein paar Streifen um den Lautsprecher direkt drumherum stripen, damit der Lautsprecher an sich gleich ein bisschen schwerer wird. Und den Rest der Matte, den verwenden wir jetzt gleich auf der Türverkleidung an sich. Das Außenblech an der Türe haben wir jetzt schön gedämmt, so dass es nach außen auch natürlich ein bisschen ruhiger wird und weniger Schall von außen nach innen dringen kann. Wir machen jetzt hier weiter. An der Türverkleidung können wir jetzt den Rest der Alubutylmatte mit anbringen. Und natürlich auch die Hälfte der Dämmschaummatte, so dass alles schön frei bleibt, wo grundsätzlich Schraubenlöcher sind, und natürlich den Lautsprecher, die Öffnung lassen wir natürlich auch frei. Wenn ihr die Türverkleidung jetzt wieder genau so gedämmt habt, dann könnt ihr die Türverkleidung auch wieder ansetzen. Fangen wir ganz oben an und klippen die vorsichtig an den Türclips wieder ein und machen die eine Schraube wieder rein, und dann sind wir ja eigentlich auch schon durch. Vorher natürlich nicht vergessen, den Bowdenzug und die Stecker anzuhängen. Für alle, die interessiert, wie lang ist man denn jetzt eigentlich an solchen Sachen dran? Das schaut ja immer ganz fix und foxy aus beim Olli, und ich würde sagen, also für die Installation der V1 oder V2 mit dem Subwoofer im Kofferraum, so roundabout eine Stunde werdet ihr wahrscheinlich beschäftigt sein. Die Lautsprecher rauszubauen und so weiter, lasst euch da echt ein bisschen auch Zeit, das ist alles okay. Vielleicht 2, vielleicht 3 Stunden für die vorderen Türen mit Dämmung, wenn ihr das alles sehr genüsslich und schön und sauber macht. Die hinteren Lautsprecher brauche ich euch jetzt gar nicht mehr zeigen, weil das ist viel, viel einfacher wie das, was wir jetzt hier vorne gemacht haben. Die Türen sind auch nicht ganz so groß, deswegen auch nur eine halbe Dämmmatte pro Türe. Beim Dämmschaum schaut es ganz genauso aus wie bei der vorderen Türe, aber dadurch, dass ihr keinen hinteren Hochtöner extra habt, sondern jetzt im Lautsprecher bereits ein Koaxial-Hochtöner mit integriert ist also der Austausch des Lautsprechers wirklich recht easy. Leute, jetzt kommt der Sound. Jetzt drehe ich mal ein bisschen auf. Also es ist wirklich laut, oder? Also wir können jetzt wirklich richtig aufdrehen. Hört ihr das? Oh, und ihr habt richtig Bass. Also wir haben durch die Lautsprecher, die Hochtöner im Speziellen, ein wirklich geiles Staging hier auf dem Armaturenbrett, selbst auf dem Beifahrersitz. Klingt alles, wie wenn das von vorne kommt. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass diese Lautsprecher so schön angewinkelt sind, in der Phase halbwegs für mich perfekt eingestellt sind. Was heißt perfekt, aber halbwegs perfekt.
Wenn man sie perfekt machen würde, dann müsste man die so gerade aufstellen. Das wäre hässlich, das geht nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, hier so einen schönen Mittelweg zu finden. Und ich glaube, der ist echt gelungen. Das schaut geil aus. Und die Installation der Anlage war ja jetzt wirklich relativ entspannt und einfach, weil das alles per Plug-and-Play läuft. Und der Bass im Kofferraum, Leute, das ist fast schon brutal. Also mit dem Bass kann man natürlich auch entspannt die Musik hören. Man muss es nicht immer gleich so auf das Brutale geben. Pass mal auf, Leute, ich habe hier noch was, das nennt sich, lass mal kurz checken, Beyond. So, das ist ein bisschen rockiger und das macht einen schöneren Bass, einen anderen Bass. Was heißt schöneren Bass? Anderen Bass, genau. So, da können wir mal ordentlich. Also ihr seht schon, ist für jeden was dabei. Die Anlage spielt total entspannt für alle Musikrichtungen. Ganz besonders aber im Hip-Hop-Bereich oder da, wo halt viel Tiefbass drauf ist. Leute, das macht echt unglaublich Spaß. Und ihr habt auch jetzt eine sehr, sehr gute Hörlautstärke. Also ihr könnt wirklich ordentlich laut machen. Und die Anlage klingt natürlich auch sehr gut, wenn man bei leisen Lautstärken Musik hört. Also ganz entspannt habt ihr jetzt einfach schon so eine schöne Bassfülle mit drin, das sich einfach gut anfühlt. Und deswegen würde ich sagen, ihr probiert das jetzt einfach mal aus. Und alles, was bisher an Anlagen da war, wo man so viel verschiedene Meinungen drüber haben könnte, glaube ich, haben wir jetzt erledigt. Diese Anlage läuft richtig geil, die baut ihr ein und habt richtig Spaß dran. Ansonsten war dein Auto heute vielleicht kein i30, sondern irgendein anderes Fahrzeug, dann lohnt sich doch das Abo auf unserem Kanal und klick die Glocke, dann verpasst du nicht, wenn wir ein Video über dein Auto machen. Aber ansonsten danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, das hilft uns immer sehr auf dem Kanal, oder schreibt einen Kommentar rein. Wir beantworten alle Fragen auf den Kommentaren und ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag und gute Fahrt und geilen Sound in deinem Auto.